Ich weiß nicht, ob ich mich recht erinnere. Ich weiß nicht, ob ich mich recht erinnere. Ich weiß nicht, ob ich mich recht erinnere. Der Ausnahmekünstler Liquor ist im Kölner Raum bereits mit seinem Live-Act stadtbekannt. Bei zahlreichen Produktionen, die nur darauf warten, released zu werden, ist es nun an der Zeit, sein eigenes Label Liquor Records an den Start zu bringen. Die erste Single-EP Nebelschwaden hat bereits vor Veröffentlichung für Furore gesorgt. Höchste Zeit, diesen Künstler näher kennenzulernen und den Menschen hinter dem Live-Act. Live für mich bedeutet, bei mir bedeutet es live arrangieren. Also ich habe meine voreingestellten Pattern und arrangiere die dann live. Und live bedeutet irgendwie für mich eine Haptik. Also dass man live Sachen dreht, zusammenmixt und zum guten Ergebnis bringt. Sehr oft fange ich einfach mit einem Kick an. Und arrangiere dann eine Bassline dazu und die Drums und Synth-Sounds. Manchmal ist es aber auch ein Vocal, was man im Kopf hat, oder auch irgendwas, was man irgendwo gesehen hat oder gehört hat, auf dem Weg zu irgendwas hin, in der Bahn oder sowas. Kann ganz unterschiedlich sein. Oder auch mal aus ganz anderen Sparten irgendwelche Rockläufe, die man mal gehört hat oder so und die dann umformt und daraus einen Track macht. Es ist schwierig zu sagen. Also mich inspiriert eigentlich so gesehen fast alles und auch nichts. Keine Ahnung. Also mal inspiriere ich mich selber, mal inspiriert mich ein Track, den ich gehört habe oder auch nur ein Lauf in irgendeinem Track oder sowas. Manchmal inspirieren mich auch Sachen aus der Natur, dass ich irgendwie rausgehe mit einem Aufnahmegerät und, weiß ich nicht, zu einer Metalltür irgendwie mir was einfällt, wo man die einsetzen könnte oder sowas. An Techno fasziniert mich, dass ich ohne Stimme oder Texte Emotionen transportieren kann. Das fand ich immer schon irgendwie beeindruckend, dass man Gefühle wecken kann, nur durch eine Synth-Melodie oder manchmal sogar durch Drums, je nachdem wie sie arrangiert sind und was sie für einen Sound haben. Das fand ich immer sehr faszinierend dabei, ja. Mit 17, das war 2000 war das, genau. Da habe ich bei einem Kumpel, der hatte Turntables damals und da habe ich noch Hip-Hop gehört und fand das irgendwie direkt total toll und wollte das auch haben, habe mir das auch zum Geburtstag gewünscht dann. Da habe ich das erstmal irgendwie mich mit Musik anders beschäftigt, als sich nur zu hören, so kann man sagen. Und mit Techno habe ich dann um 2003, glaube ich, ungefähr angefangen. Ja, dann auch mit Auflegen erst und ziemlich schnell dann aber auch produziert mit Fruity Studio. Ja, oder Fruity Loops damals noch. Mit Vocals ist so eine ganz komische Geschichte. Also es ist oftmals so, dass ich einen Track baue und manchmal ist es wirklich so, dass ich dann irgendwie ein Wort, meistens ist es Englisch, im Kopf habe, was mir einfach so einfällt und was vom Klang her einfach reinpasst. Und dann bastel ich dann darum irgendwie einen Satz oder eine Aussage, wenn man das so will. So. Aber das ist nie so, dass ich irgendwie mich hinsetze und mir jetzt einen Text aufschreibe und da mache ich jetzt einen Track drauf. So, es ist immer im Schaffen, kommt dann mal irgendwie ein Wortfetzen in mein Gehirn und dann muss ich das aufschreiben irgendwie und bastel dann den Track darauf weiter.
erstes fällt mir irgendwie roh ein, also sehr roher Sound, nicht klinisch, nicht irgendwie glatt poliert. Dennoch irgendwie eine Art von Tiefe drin, wie auch immer die aussehen mag, aber mag schon, wenn es irgendwie einen so auf irgendeiner Ebene packt. Ja, das würde ich sagen. Und sehr Loop-basiert, also gar nicht so auf lange Übergänge gelegt oder so oder auf lange Sequenzen, sondern sehr breakig, sehr schnell irgendwie die Breaks auch und sehr loopig vom Hintergrund her halt. Ne? Das ist meistens ein Loop, der läuft und der geht mal raus, mal rein oder die einzelnen Elemente davon raus und rein, aber alles immer relativ schnell. Nein, nicht ausschließlich. Ich habe ja mit dem Auflegen angefangen damals mit Platten. Und habe das auch sehr lang gemacht und bin dann irgendwann dazu übergegangen, auch live zu spielen. Wenn ich auflege, dann sind es allerdings auch meistens eigenproduzierte Tracks. Das kam halt auch einfach daher, weil ich halt viel Tracks produziert habe und die halt auch gern live spielen wollte. Mir es aber natürlich nicht leisten konnte, das jetzt immer auf Schallplatte zu pressen. Deswegen kam mir das ganz gelegen mit Traktor und mit allen möglichen digitalen Kram. Dann spiele ich sowohl DJ-Sets als auch live. Das ist auch im Studio immer unterschiedlich, ob ich jetzt, manchmal mache ich mehr für mehr Tracks, also mehr in Fruity und dann bin ich dann wieder über und dann widme ich wieder mehr dem Live-Kram. Also es ist immer so ein Kommen und Gehen, immer worauf ich jetzt gerade Lust habe. Ja, sieht man ja hier, also zwei Korg Electripes als Host-Sequencer und als Drumcomputer. Dann geht das, da habe ich den Döpfer hier für Bässe und ein bisschen Acid-Sounds, aber hauptsächlich für Bässe. Hier den Virus, so das ist der Allrounder, der Alleskönner irgendwie, aber auch sehr viel für Pad und Synth-Sounds genommen. Dann habe ich hier noch ein Korg Quad als Effektgerät für so Beat-Effekte und sowas. Und das geht dann alles zusammen auf das Mischpult hier. Das geht dann wiederum auf die PA im Club. Das sind noch ein paar Effekte für Kick und Bass zum Beispiel, um mich schon mal vorzukomprimieren und ein paar EQs drüber zu schicken. Hier noch ein paar Kompressoren für Sidechaining, also um Pumpen noch zu erreichen. Das geht dann alles gesammelt durch einen Limiter und von da aus dann, also durch einen Limiter und dann auf die PA. So, eigentlich nicht durchs Mischpult erst. Ja. Ich produziere mit Fruity Studio jetzt die 11er, die 12er ist jetzt gerade draußen, die werde ich mir noch besorgen, aber mit der 11er jetzt gerade aktuell. Das hat sich über die Jahre nicht geändert. Das war auch damals das erste Programm, was ich irgendwie zum Produzieren einfach nur kennengelernt habe, weil ein Kumpel das hatte und mir gezeigt hat, wie es funktioniert. Das war für mich immer der leichteste Zugang. Also ich mag total die Arbeit mit einem Step-Sequencer. Das ist so, fühle ich mich direkt wohl und bin sehr schnell dann damit. Und alle anderen Programme haben das so in der Form für mich nicht mitgebracht. Also das war sehr auf Waveform basierend oder dann wenn es an Steps ging, war es meistens eine Art MIDI-Noten einspielen und einzeichnen. Das war mir mal alles zu fiddelig, so, das musst du einfach setzen, fertig, so, dann habe ich mein Loop, Ende. Und da fand ich Fruity immer schon großartig und über die Jahre habe ich mich daran auch einfach gewöhnt, wenn ich ganz ehrlich bin und weiß einfach, wie ich damit umzugehen habe, also wie ich meine Idee, die ich im Kopf habe, mit diesem Programm umsetze und ja, dann ist es manchmal schwierig, sich dann auf was Neues einzulassen, was aber nicht heißt, dass ich jetzt nicht auch immer neue Plugins oder sowas ausprobiere, davon habe ich genug, aber so dieses Hauptprogramm ist, glaube ich, und wird es, glaube ich, auch noch lange bleiben, ist Fruity so, ja. Also für Synthi-Plugins habe ich eine FM8, den ich sehr gerne und sehr oft benutze. Von Cakewalk den Rapture, der ist ein bisschen älter, kennt nicht jeder. Ich finde den aber sehr geil, weil er sehr coole Editiermöglichkeiten hat. Was benutze ich noch häufig? Zum Teil auch wirklich die Fruity-Plugins, also der ist jetzt, glaube ich, seit der 11er dabei, der GMS, den finde ich sehr geil, gerade für Synth-Elektroläufe ist der richtig
richtig saftig. Auch der Toxic ist sehr geil, wenn man damit umzugehen weiß. Der ist ein bisschen komplexer, aber kriegt man sehr krasse Sequenzen raus. Oder auch ganz abgespeckt der DX10, glaube ich, heißt er, von Fruity auch selber. Ist ein ganz abgespeckter FM-Synthesizer, aber super geil für Toms und Bässe und so. Kann man schön zerstören. Ja, und dann halt auch viel Verzerrer-Plugins. Also ich mag es gern kaputt. Und nicht zu perfekt, nicht zu aufpoliert. Gern auch ein Rauschen drin. Es stört mich alles nicht. Finde ich alles eher geil. Als nächstes wird die Nebelschwaden-EP released. Und gleichzeitig wird das Label gelauncht. Ja. Und dann wird es weitergehen. Wird es mehrere Produktionen geben. Gerne immer mit Remixern dabei. Zern hat jetzt zu den Nebelschwaden einen Remix gemacht, den ich sehr geil finde. Und dann erstmal locker, erstmal gucken, wie es läuft. Also ich bin da auch total neu. Ich weiß nicht, wie es ist, ein Label zu haben, das alles zu machen. Irgendwie mache ich es halt durch Empfehlungen von Freunden, die sagen, geh dahin, aber es ist Neuland für mich so. Und der Plan ist schon irgendwie, sag ich mal, in einem gewissen Intervall, ich lege mich da jetzt noch nicht auf nichts fest, aber in einem gewissen Intervall irgendwie Tracks rauszuhauen, zu releasen. Vielleicht auch nochmal ein Album machen, das weiß ich jetzt noch nicht. Und nebenbei natürlich immer wieder den Live-Act noch weiterentwickeln. Sei es durch neue Sounds oder durch neue Geräte, das überlege ich mir dann noch.